Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Video Technische Dokumentation mit dem Quanus InfoTwin. Mein Name ist Christoph Kemmener und wir schauen uns heute gemeinsam an, wie Inhalte aus der technischen Redaktion in den Quanus InfoTwin und von dort Rückmeldung zurück in das Redaktionssystem gelangen. Dazu werden Inhalte überarbeitet, klassifiziert und zurück in den Quanus InfoTwin geladen. Als technischer Redakteur ist es meine Aufgabe, Inhalte zu erstellen, zu überarbeiten und zu klassifizieren. In meinem Falle arbeite ich mit Schema ST4 dafür. Um die Inhalte dann später an den Quanus InfoTwin zu übertragen, habe ich einen Connector eingespielt und einen Connector Key, der aussagt, dass in meinem Namen Schema ST4 Daten in den InfoTwin übertragen darf. Diese Daten sind zum einen die Inhalte, die wir gleich ändern werden, und zum anderen die Taxonomien, die wir hier sehen, also Klassifikationsmerkmale. Denn auch diese kann ich via Rechtsklick über Klassifikation an den InfoTwin übertragen, dort verfügbar machen. Dort entstehen daraus dann die Filterkriterien, die ein Endanwender auswählen kann, um Inhalte finden zu können. Des Weiteren sehe ich jetzt hier, da ich als technischer Redakteur darauf angewiesen bin, dass mir Kollegen und Kunden Feedback geben können, Notizen, die ich mir bereits hier aus dem Quanus InfoTwin abgerufen habe. Es sind gleich 3. Ich sehe aber auch sofort, dass 2 im Redaktionssystem nicht abgebildet werden können. Das muss ein Administrator dann später im Quanus InfoTwin erledigen. Aber hier das erste, die Umbenennung des Sicherheitskapitels, das ist eine Aufgabe für mich. Das heißt, ich wechsle in den Informationspool meine Bibliothek. Dort ändere ich die Inhalte, allgemeine Sicherheitshinweise, speichere die Änderung ab, sehen sofort die Änderung hier in meiner Struktur, die ich gleich publizieren werde. Nach erfolgreicher Publikation wechsle ich in den InfoTwin. Hier sehen wir noch die alten Inhalte, eben Sicherheitshinweis ohne die Änderung und hier auf der rechten Seite die 3 Notizen, die wir eben im Feedback Fuelet des Schema ST4s gesehen haben. Hier in diesem Bereich haben wir auch die Möglichkeit, neue Notizen anzulegen. Um Änderungen sehen zu können, muss ich nur kurz die Seite refreshen mittels F5 und schon haben wir die geänderten Informationen vorliegen. Nun haben wir gesehen, wie eine technische Redaktion Feedback umsetzt und Content in den Quanus InfoTwin liefert. Der Quanus InfoTwin enthält aber nicht nur technische Doku. Er wird nach und nach zu einem Abbild Ihres gesamten Unternehmens wachsen. So werden der Austausch und die Verbreitung von Informationen zum Selbstläufer und After-Sales-Potenziale werden über den kompletten Lifecycle Ihrer Produkte voll ausgeschöpft. Für mehr Infomaterial und weitere Videos besuchen Sie jederzeit gerne unsere Website oder machen Sie sich in unserer Demo-Version durch Ausprobieren selbst ein Bild. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.